Der Wald ist Rohstofflieferant, Erholungsort, produziert Sauerstoff und ist außerdem ein bedeutender Kohlenstoffspeicher. Die anhaltenden Trockenperioden der letzten Jahre haben dem Wald sichtlich zugesetzt. ForstwissenschaftlerInnen der TU Dresden untersuchen im Projekt Beneath, wie gut der Wald angesichts des Klimawandels dennoch in der Lage ist, Kohlenstoff zu speichern. An der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt, hier in diesem Buchenwald in der Dübener Heide, möchte ich darüber mit Professor Carsten Kalbitz vom Institut für Bodenkunde und Standortslehre sprechen. Was wird hier untersucht und warum gerade hier? Wie äußert sich der Klimawandel bei uns hier vor allen Dingen durch Trockenheit? Und wir möchten nun mit unserem Projekt herausfinden, wie sich diese starken Trockenperioden auf die Kohlenstoffspeicherung hier in diesem naturnahen Buchenwald auswirken. Wir haben einen speziellen Blick hier auch auf den Boden, auf den Kohlenstoff im Boden, weil diese Kohlenstoffvorräte 2- bis 4-mal so hoch sind wie die, sozusagen, was wir in der Atmosphäre sehen. Also kleine Veränderungen, die durch trockenere oder feuchtere Bedingungen hervorgerufen werden, haben immense Auswirkungen sozusagen auf die Konzentration an Treibhausgasen, an CO2 und können sozusagen den Klimawandel weiter verstärken oder abschwächen. Wie speichert denn ein Wald überhaupt Kohlenstoff? Der Wald speichert Kohlenstoff zunächst in den Bäumen. Über die Photosynthese wird sozusagen Biomasse erzeugt. Die Buche wächst und speichert sozusagen in ihrer Biomasse Kohlenstoff. Oberirdisch, aber auch unterirdisch in den Wurzeln. Und beides wächst und beides stirbt auch ab. Und die Blätter sieht man, sie fallen runter und die Wurzeln sterben auch ab. Und beides bringt Kohlenstoff in den Boden. Auch Bodenwasser, wenn es regnet, spült sozusagen diese Organsubstanz, braune Verbindung, das sieht man auch in der Farbe des Bodenwassers, in den Boden hinein. Und sozusagen haben wir einerseits Kohlenstoff, den wir sehen im Wald, und Kohlenstoff, den wir nicht sehen im Boden. Und beides ungefähr gleich viel. Und wenn man sich so eine große Buche anschaut, denke ich, ist das schon beträchtlich, was eben auch im Boden drin ist. Wenn es jetzt zunehmend trockener wird, wie wirkt sich denn die Trockenheit auf die Speicherung von Kohlenstoff aus? Unter welchen Bedingungen kann sozusagen so ein Baum noch Wasser aufnehmen? Und wir wollen herausfinden, wenn es trockener wird, wie stark wird das Wachstum sozusagen der Buche dann eingeschränkt. Ein Punkt. Aber der zweite Punkt ist, dass wenn es trockener wird, auch die Organismen im Boden leiden. Ein sehr schöner feuchter Boden, aus dem Garten kennt das jeder. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Ist auch sehr optimal für alle Organismen im Boden, die dann aus der Biomasse davon leben, den Kohlenstoff verwenden und dann aber atmen. Und das Atmen, das messen wir dann über CO2, das wieder in die Atmosphäre kommt. Und nun haben wir so ein Gleichgewicht. Einerseits zwischen dem Eintrag an Kohlenstoff in den Boden und das, was da im Boden abgebaut wird. Welche Rolle spielt Totholz für die Kohlenstoffspeicherung? Ja, Totholz hat eine sehr große Bedeutung. Für uns vielleicht die entscheidende ist es vor allen Dingen Wasserspeicher. Was wir gerne wissen wollen, wie viel Kohlenstoff sozusagen über die Bodenlösung, also das Bodenwasser, dann aus dem Totholz in den Boden kommt. Denn wir haben schon gesehen, dass das Bodenwasser direkt unter dem Totholz sehr dunkel ist, braun gefärbt, hat sehr viel Kohlenstoff, kommt sozusagen dann in den Mineralboden hinein und wird dann sozusagen von den mineralischen Partikeln festgehalten und kann dort sehr lange verbleiben und ist sozusagen ein langfristiger Kohlenstoffspeicher, der dann auch dem Klimawandel viel besser sozusagen widerstehen kann und länger dort bleibt. Wasserspeicher, Kohlenstoffspeicher, es ist ein Hotspot der Biodiversität. Wenn man sich mal so ein Totholzstück anguckt, das lebt. Da sind Pilze drin, aber auch ein Haufen Insekten, die dort sozusagen sehr viele Funktionen in unseren Wäldern erfüllen. Ich glaube, das sind die wichtigsten Funktionen. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was sind denn die langfristigen Ziele der Forschung hier? Hinweise, Empfehlungen für die forstwirtschaftliche Praxis zu geben. In sehr enger Zusammenarbeit auch mit unseren Kolleginnen vom Bundesforst. Wir haben natürlich auch noch ein wissenschaftliches Interesse. Wir hatten 2022 ein sehr trockenes Jahr hier, mit nur 2/3 des jährlichen Niederschlages. Das letzte Jahr war ein Durchschnittsjahr. Dieses Jahr könnte es auch so ein Durchschnittsjahr vielleicht werden, vielleicht sogar ein bisschen feuchter. Und da sieht man jetzt so eine Variabilität in den Witterungsbedingungen, dass wir hier längere Messreihen brauchen, um überhaupt Aussagen treffen zu können. 3-4 Jahre reichen eben überhaupt nicht aus. Und da sind wir gerade dabei, auch zu versuchen, diese ganzen Installationen, die wir hier haben,
um das noch wirklich wesentlich länger zu verwenden, um hier auch noch viel mehr Erkenntnisse gewinnen zu können. Und wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Wald erfahren wollt, dann findet ihr hier oben in der Endcard die gute Frage. Da haben wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Frage, wie wird der Wald zukunftssicher oder wie sieht die Zukunft des Waldes aus, beschäftigt. Und darunter findet ihr die Playlist mit allen kurzen Fragen, die wir bisher auf diesem Kanal veröffentlicht haben.